Meine Mailänder Salami ist fertig. Ich habe gerade mal aufs Datum geschaut. Genau 8 Wochen hat es gedauert. Hallo Nico hier, schön dich zu sehen. Ja, heute machen wir Mailänder Salami selber. Und während ich die jetzt hier genieße, da zeige ich dir, wie ich die gemacht habe. Salami zu machen ist gar nicht mal so schwer. Es müssen nur ein paar Dinge beachtet werden, auf die ich im Laufe des Videos eingehe, wenn der entsprechende Schritt dran ist. Ein Vorwort zur Hygiene. Ich habe alle verwendeten Geräte, Schüsseln und Oberflächen desinfiziert bzw. sterilisiert. Das Fleisch habe ich extra eingefroren, damit es bei den warmen Temperaturen, die bei mir herrschen, schön kalt bleibt. Fleisch, das man gerade nicht verarbeitet, bitte immer im Kühlschrank lagern. Wir brauchen 500 Gramm magere Schweinefleischabschnitte. Das kann aus der Hüfte, der Schulter oder der Oberschale sein. 300 Gramm mageres Rindfleisch. Das kann auch aus der Schulter oder der Oberschale sein und 200 Gramm frischer Schweinerückenspeck, auch als grüner Speck bekannt. Die angegebenen Mengen ergeben zusammen 1 Kilo. Die später verwendeten Gewürze sind entsprechend für 1 Kilo Fleisch. Alle Zutaten stehen auch noch einmal unterhalb vom Video in der Infobox. Dort befindet sich auch ein Link zum geschriebenen Rezept auf meiner Homepage und Links zu den im Rezept verwendeten Zutaten. Falls nötig, müssen überschüssiges Fett und Sehnen abgeschnitten werden. Das sollte hauptsächlich beim Schweinefleisch der Fall sein. Mein Stück Rindfleisch ist so mager, da brauche ich nichts weiter abzuschneiden. Das Fleisch und den Speck anschließend in etwa 2 cm breite Streifen schneiden. Dadurch kann es die Transportschnecke vom Fleischwolf leicht greifen und man muss es nicht in den Fleischwolf stopfen. Das Schweinefleisch und den Rückenspeck getrennt vom Rindfleisch für 1 Stunde einfrieren. Es soll eine Temperatur von etwa -1 bis -2 Grad haben, dann ist es immer noch biegsam und nicht steif gefroren. Der Rückenspeck kann bis zu -10 Grad haben, wenn er durch den Fleischwolf gelassen wird, damit er in kleine Stücke geschnitten wird und nicht zerquetscht, wenn man ihn durch die Scheibe lässt. Schweinefleisch und Rückenspeck werden durch die 5 mm Scheibe des Fleischwolfs gelassen. Die Scheibe anschließend wechseln und das Rindfleisch durch die 3 mm Scheibe lassen. Kommen wir zu den Gewürzen, auf die ich im Einzelnen genauer eingehe, falls nötig, wie zum Beispiel dem Pökelsalz. Auf 1 Kilo Hackfleisch kommen 30 Gramm Nitritpökelsalz oder 28 Gramm Salz und 2,5 Gramm Pink Cure Nummer 2 für alle, die außerhalb Europas leben. 3 Gramm Zucker, der als längerfristige Nahrungsquelle für die Starterkulturen dient. 2 Gramm Traubenzucker, der uns als schnell verfügbare Nahrung für die Starterkulturen dient. Und 3 Gramm Pfefferkörner, weiß oder schwarz. Den Pfeffer entweder frisch mahlen oder wie ich im Mörser zerstoßen. 1 Gramm Knoblauchpulver oder 3,5 Gramm frischer Knoblauch, wobei ich das Pulver bevorzuge, und 0,12 Gramm TSPX Starterkultur von Bactoferm. Darauf gehe ich gleich noch genauer ein, weil es dabei um die Keimbelastung und Lebensmittelsicherheit geht. Alle Gewürze mit dem Hackfleisch verkneten, bis eine gebundene Masse entstanden ist. Das dauert etwa 10 Minuten. Am besten geht das in einer Küchenmaschine mit Knethaken. Zeit, um über Salamikulturen und Lebensmittelsicherheit zu reden. Ich verwende die TSPX-Kultur von Bactoferm hier aus 2 Gründen. Zum einen ist darin Pediococcus pentosaceus, ein Milchsäurebakterium, das dabei hilft, den pH-Wert des Wurstbrets schnell auf einen Wert zwischen 5,3 und 5,1 zu senken. Dafür wird Traubenzucker und Zucker benötigt, den diese Bakterien zu Milchsäuren abbauen. Das saure Milieu hilft dabei, unerwünschte Keime im Wachstum zu hindern. Denn egal was wir machen, die guten wie die schlechten Bakterien sind immer vorhanden. Es geht also darum, die guten Bakterien überwiegen zu lassen, um die schlechten im Wachstum zu hemmen. Um den pH-Wert gezielt und schnell zu senken, ist es daher sehr ratsam, eine Starterkultur zu verwenden. Das zweite in TSPX enthaltene Bakterium ist Staphylococcus xylosus, das für den typischen südeuropäischen Geruch und Geschmack sorgt. Verantwortlich dafür ist unter anderem das Enzym Katalase. Weiter helfen die bakteriellen Enzyme Nitrit und Nitritreduktase, wie der Name vermuten lässt, dabei Nitrit und Nitrat abzubauen. Die Stichworte Nitrit und Nitrat sind gefallen. Nitritpökelsalz, das ich dringend empfehle zu verwenden, verhindert, dass sich das tödliche Botulinum in der Salami vermehrt. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist, ich würde mich nicht darauf verlassen. Zweiter Vorteil vom Pökelsalz:
Es sorgt für die schöne rote Farbe. Ohne wird die Salami eher bräunlich. Das Wurstbret habe ich nach dem Kneten sofort wieder in das Tiefkühlfach gestellt, weil ich zwischendurch die Schimmelkultur vorbereiten möchte. Dabei handelt es sich um Penicillium nalgiovense. Man kann Schimmelkulturen wie zum Beispiel Bactotherm 600 kaufen oder man verwendet einfach die Hülle von seiner Lieblingssalami. Den Trick habe ich mir bei Mario von Marios Channel abgeschaut. Dankeschön Mario. Ich konnte hier nämlich bei mir in Thailand keine fertigen Kulturen finden. Den Wurstdarm habe ich in 20 Grad warmem Wasser eingeweicht und einen Teelöffel voll Traubenzucker dazugegeben, damit sich der Schimmel vermehren kann. Das Ganze habe ich für 1 Stunde stehen lassen. Am besten macht man das aber am Abend vorher. Je mehr Schimmelsporen sich vermehren können, umso besser das Ergebnis. Dann verwende ich hier heute Huki-Därme mit 80 mm Durchmesser und einer Länge von 40 cm. Die müssen nach Herstellerangabe kurz in Salzwasser eingeweicht werden. In der Zwischenzeit bereite ich mir die Wurstpresse vor und fülle sie mit dem Wurstbret. Das Wurstbret forme ich zu Kugeln und presse dabei so viel Luft wie möglich heraus. Das Bret in den Wurstfüller stopfen und ordentlich hineinpressen, um noch mehr Luft herauszupressen. Wir wollen keine Luftblasen im Wurstbret. Darin kann sich später Schimmel bilden und die Salami verdirbt von innen, ohne dass man es bemerkt. Wie gesagt, ich verwende heute diese großen Huki-Hüllen. Bei der Salami, die am Anfang zu sehen war, hatte ich 60 mm Kunstdärme verwendet. Wenn du das erste Mal Salami machst, empfehle ich, einen kleineren Kaliber zu verwenden. 60 mm sind einfacher zu handhaben und die Salami trocknet auch schneller. Man kann auch Natur-Schweinedarm verwenden. Er wird sich beim Füllen allerdings automatisch zu einem Ring formen. Die Hülle oder den Kunstdarm dann auf den Stopfer aufziehen. In das Ende der Hülle pieke ich einige Löcher mit einer Nadel, damit Luft beim Füllen entweichen kann. Okay, das ist gar keine Nadel, sondern ein Dorn von einer Machut-Limette, weil ich keine Nadel finden konnte. Den Dorn habe ich aber vorher mit Alkohol sterilisiert. Sei so lieb und unterstütze den Nico, indem du kurz auf den Daumen nach oben drückst, damit YouTube erfährt, dass dir das Video gefällt und hilfreich ist. Sei auch so lieb und hilf mir dabei, den Kanal weiter wachsen zu lassen und abonniere meinen Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast. Dankeschön! Genug Eigenwerbung, weiter geht's mit der Salami. Weil in diese große Hülle so viel Wurstbret passt, musste ich zwischendurch den Wurstfüller nachfüllen. Meine Menge Wurstbret hat dann auch nur für 1,5 Salamis gereicht, dafür sind die aber ganz schön groß. Den Darm oder die Hülle dann ordentlich verknoten. Am besten macht man das zu zweit, dann kann einer Spannung auf den Wurstzipfel drehen und der andere knotet ihn zu. Achte darauf, dass der Zipfel nicht zu kurz ist. Verknote ihn, lege den Zipfel einmal über die Schnur um und verknote noch 2-mal zu. Mir ist es nämlich schon passiert, dass durch den großen Druck der Knoten abgerutscht ist. Und das ist sehr ärgerlich, wenn das ganze Bret dann auf dem Boden landet, weil dann kann man es nur noch entsorgen. Als nächstes wiegen wir die rohen Würste. Das ist insofern wichtig, da wir irgendeinen Anhaltspunkt brauchen, um zu ermitteln, wann die Salami fertig ist, bzw. wann sie trocken genug ist. Da die meisten zu Hause keine Messgeräte haben, um in Salami die Feuchtigkeit zu messen, also ich zumindest nicht, können wir das Gewicht dazu verwenden, um das herauszufinden. Die Salami ist trocken genug, wenn sie 35-40% ihres Gewichts verloren hat, sprich 35-40% Flüssigkeit verdunstet sind. Meine Salami hier hat ein Frischgewicht von 689 Gramm. In 3 Monaten werde ich sie wieder wiegen, um das Gewicht zu überprüfen und zu sehen, wie viel Wasser sie verloren hat. Dafür verwenden wir dann einen einfachen Dreisatz. Ich mag eine festere Salami und möchte daher, dass sie 40% Gewicht verloren hat. 689 Gramm entsprechen 100% Gewicht. Wie viel muss die Salami also wiegen, damit sie nur noch 60% ihres ursprünglichen Gewichts hat? Wir rechnen 689 Gramm oder das Gewicht, was deine Salami wiegt, mal 60% geteilt durch 100% macht in meinem Fall 413 Gramm. Wenn meine Salami nur noch 413 Gramm wiegt, weiß ich also, dass sie trocken genug ist, um sie anzuschneiden. Ich habe inzwischen meinen Sud mit den Schimmelkulturen in eine Sprühflasche abgefüllt und sprühe die Salamis damit ringsherum ein. Geh zum Sprühen bitte nach draußen, damit du die Schimmelsporen nicht in der Wohnung verteilst. Ansonsten kann man die Salami auch kurz in den Sud eintauchen. Der Edelschimmel, Penicillium nalgiovense, legt sich wie ein Schutzfilm über die Salami oder andere Rohwurstprodukte. Wenn man die Salami damit nicht behandelt, wird sich trotzdem Schimmel auf der Salami bilden, nur nicht der, den wir haben wollen. Schädliche Schimmelkulturen produzieren Mykotoxine. Die sind zwar nicht im ersten Moment gesundheitsschädlich oder tödlich,
Aber über die Zeit reichert sich das Gift im Körper an und führt dann zu schweren Erkrankungen bis hin zum Tod. Behandelt man die Salami vor der Fermentation mit Penicillium nalgiovense, wächst dieser in kürzester Zeit auf der Außenhülle und schädliche Schimmelkulturen haben keine Chance mehr. Weiter hilft die Schimmelschicht dabei, die Feuchtigkeit während der Trockenphase zu regulieren und verhindert ein zu schnelles Austrocknen der Salami. Salami mit Penicillium nalgiovense behandelt bekommt außerdem eine schönere Farbe und der typische feine Geschmack entsteht. Die Salami nach der Behandlung kurz abtrocknen lassen und dann in deine Reifekammer hängen. Die Salami müssen nun bei einer Temperatur von 20 Grad und 85 bis 90% Luftfeuchtigkeit für 72 Stunden fermentieren. Die Temperatur und Luftfeuchtigkeit sind wichtig, damit sich die Milchsäurebakterien schnell vermehren und sich der Schimmel auf der Außenhülle verbreiten kann. Um die Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu erreichen, verwende ich einen Kühlschrank. Um einen Kühlschrank ein- und auszuschalten, habe ich hier einen Temperatur- und Luftfeuchtesensor, der via Bluetooth mit 2 Steckdosen verbunden ist. Gesteuert wird das Ganze über einen Hub, Temperatur und Luftfeuchte werden über eine App einprogrammiert. Ich habe es so eingestellt, dass der Kühlschrank bei Erreichen von 20 Grad abgeschaltet wird und bei 22 Grad wieder eingeschaltet. Die Luft im Kühlschrank ist sehr trocken, da beim Kühlen die Luftfeuchtigkeit entzogen wird. Deswegen habe ich einen Luftbefeuchter hineingestellt. Er wird ausgeschaltet, wenn die Luftfeuchtigkeit 90% erreicht und eingeschaltet, wenn sie auf 85% sinkt. Der Luftbefeuchter muss ein Verdampfermodell sein, damit er gezielt aktiv wird, wenn man ihn einschaltet. Es darf kein passives Modell mit Verdunster sein. Ja, so sieht es aus, unsere Salami nach 72 Stunden. Wir können ja mal einen genaueren Blick reinwerfen. Ich will jetzt aber den Kühlschrank nicht allzu lange auflassen, damit sich da drin die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur nicht ändert und dann hier der Kühlschrank anspringt und mich keiner mehr versteht. Ja, wie geht es jetzt weiter? Also die Salami lasse ich jetzt trocknen für, ich schätze mal, mindestens 3 Monate bei dem Durchmesser, vielleicht oder wahrscheinlich sogar 4 Monate. Bei einer Luftfeuchtigkeit zwischen 75 und 80% und bei einer Temperatur zwischen 12 und 15 Grad. Das programmiere ich mir hier gleich in meiner Elektronik um alles und dann läuft das ganz automatisch. Ja, also wie gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich so eine Reifekammer einzurichten mit einem gebrauchten Kühlschrank und was für Möglichkeiten es dafür gibt, das verlinke ich hier unterhalb vom Video mal in der Infobox. Das gesagt. Ich hoffe, du hast jetzt richtig große Lust bekommen, in die Küche zu gehen und deine eigene Mailänder Salami zu machen. Das ist einfach nur mega lecker. Das ist ein super spannendes Projekt. Das macht richtig viel Spaß. Ganz wichtig, wie bereits erwähnt, also was mir persönlich zumindest sehr wichtig ist, ich verwende hier Starterkulturen einfach, um diesen Prozess so sicher wie möglich zu machen. Wir verarbeiten hier rohe Wurst, die wird nicht gegart, also die bleibt die ganze Zeit roh. Und wenn du die, kannst du dir vielleicht vorstellen, einfach so hinlegen würdest, das Stück Fleisch würde schimmeln, da würden die Fliegen drauf landen und das würden irgendwann, ich will das jetzt nicht zu weit ausmalen, aber es wird nicht lecker werden. Also, die Salami ist im Prinzip in diesem Zustand und wenn man da nicht genau drauf aufpasst, also die Temperaturen nicht stimmen, die Luftfeuchtigkeit nicht stimmt, dann wird das halt ein grünes Stück und keine leckere, luftgetrocknete Mailänder Salami. So, jetzt habe ich hier schon genug gefaselt. Das Video ist lange genug geworden. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Vielleicht in diesem hier oder in diesem hier irgendwo, das hier gleich erscheint. Eins von den beiden, die da gleich erscheint. Das gesagt, der Nico ist weg. Tschüss. Viel Spaß beim Salami machen. Ganz vergessen, ich poste natürlich ein Update. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, den Kanal unbedingt abonnieren, diese Benachrichtigungsglocke einschalten, damit du dann auch darüber informiert wirst, wenn ich ein neues Salami-Video oder jedes andere Video natürlich auch poste. Genau, das gesagt. Also jetzt, der Nico ist weg. Tschüss, Salami machen gehen. Das ist mega lecker.